Hallo und herzlich willkommen zu Be a Mover. Ihr wisst, das ist ein Talk, da geht es darum, dass Menschen etwas verändern wollen, etwas bewegen wollen, eben Mover sind. Und was liegt da näher, als den Chef unserer Bussparte Till Oberwerder zu nehmen? Der moved, nämlich berufsmäßig mit Bussen aller Art. Ich freue mich, dass du da bist, Till. Moin Jörg. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, wir kommen beide aus Schleswig-Holstein. In der Tat, fast aus dem gleichen Dorf. Okay, so 5 Kilometer auseinander, glaube ich. So. Und Till hat die Bussparte übernommen, auch in einer schwierigen Zeit. Und jetzt ist es so, nach 2 Jahren Pandemie, hast du das Gefühl, geht es wieder nach vorne? Man muss so sagen, den Schritten geht es jetzt nach vorne, behaupte ich. Wir haben natürlich schon wirklich eine harte Zeit gehabt, als im 17. März 2020 die Pandemie wirklich für uns losging. Wenn du mit Kunden jetzt sprichst, dann sagen die dir eigentlich eher, die Gäste wollen wieder fahren. Die Gäste wollen wieder auf die Straße. Die Kataloge sind rausgebracht worden, die Anfragen sind da. Nummernschilder werden in Teilen wieder angeschraubt. Das stimmt mich eigentlich ganz positiv, ohne jetzt abzuheben. Es war in der Pandemie auch ein Problem im öffentlichen Personennahverkehr. Zieht der Markt hier auch wieder an? Und warum Elektrogelenkbus? Warum E? Das ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Die Menschen haben in den Städten das Bedürfnis, geräuscharm zu leben, aber auch emissionsarm zu leben. Und wir merken wirklich jetzt in den letzten 2, 3 Jahren, wie schnell sich auch die Nachfrage erhöht, beziehungsweise zumindest wie die Aussagen sind, ab wann man denn tatsächlich als Stadt E-Fahrzeuge beschaffen möchte. Das heißt, die Ausschreibungen, die auf uns zulaufen, werden in den nächsten Jahren mehrheitlich sicherlich elektrisch sein. Und genau deswegen brauchst du ein breites Portfolio. Damit hört das auch nie auf. Nur weil du jetzt einen kurzen und einen Gelenkbus hast, musst du natürlich trotzdem immer weiterarbeiten an den Reichweiten, weil die Batterietechnologie sich extrem schnell entwickelt und an das müssen wir uns auch anpassen natürlich. Gutes Stichwort Batterietechnologie. So ein Gelenkbus, da braucht man natürlich entsprechend viel Batteriepower. Läuft das so mit den Zyklen, mit den Ladezyklen und den Abläufen im Betrieb, dass man immer rechtzeitig laden kann und dann den Elektrobus wieder schnell zur Verfügung hat? Also wenn es alles so leicht wäre wie beim Diesel, dann wären wir wahrscheinlich alle glücklich. Wir müssen schon klar sagen, dass der Umstieg auf E-Technologie, auf alternative Antriebe, batterieelektrische Fahrzeuge, da reicht es nicht einfach nur das Fahrzeug zu haben. Und das haben wir sehr früh erkannt. Wir haben sehr früh selbst verstanden, was wir auch lernen müssen. Und das hat dazu geführt, dass wir mit den Kunden gemeinsam die Umstellung begleiten. Warum ist das wichtig? Du musst verstehen, welche Temperaturen in den Städten vorherrschen. Norden und Süden ist in der Tat durchaus anders, hat Einfluss auf die Batterie. Wie sieht die Topografie aus? Wie sind die Routenführungen? Wie sind die Verkehrsströme? Dann musst du die Frage beantworten, Infrastruktur. Wie sieht eigentlich die Versorgung aus? Da muss der Betriebshof umgestellt werden und du brauchst ein Lademanagement. Einher damit geht auch die Frage, wie werden denn Fahrzeuge, elektrische Fahrzeuge, Hochvoltfahrzeuge in den häufig eigenen Werkstätten auch gewartet? Und auch das schulen wir und bringen das mit. Und insofern, wir gehen sogar so weit teilweise, dass wir im einen oder anderen Fall den Betriebshof umbauen für den Kunden. Funktioniert das überhaupt in so einer Stadt wie Stuttgart? Ein voller Gelenkbus im Winter, Lüftung, Heizung, ganz viele Menschen drin. Klappt das oder muss man denn die Zyklen reduzieren? Nee, das klappt schon. Aber du hast schon einen Punkt jetzt gerade richtig gesagt. Es gibt kein Fahrzeug, das sozusagen auf allen Strecken immer gleich anwendbar ist. Aber genau das ist ein Grund, warum wir auch in einem weiteren Schritt in den sogenannten Range Extender gehen. Weil wir damit natürlich mit einer kleinen Brennstoffzelle als energieergänzende Versorgung für die Batterie, gerade auch für diese Art von Fahrzeugen dann in den Markt gehen müssen. Es ist aber so, dass wir natürlich alles abdecken wollen und auch müssen und auch können. Aber man muss manchmal ein bisschen auch die Zeit mit einbeziehen. Es geht nicht alles von heute auf morgen. Wir müssen schauen, dass wir in Schritten das machen und genau deswegen kommen wir im nächsten Jahr mit dem Range Extender auch raus. Und in Stuttgart ist das sicherlich eine Stadt, die auf genau das Fahrzeug wartet. Nun erinnere ich mich, dass ich vor vielen Jahren bei einem Hamburger Bürgermeister war, der hieß Olaf Scholz. Ja, den kenne ich. Mit Dieter Zetsche zusammen. Und der hat sehr konsequent nach dem Wasserstoffbus gefragt. Warum ist diese Entwicklung nicht weiter verfolgt worden? Die Entwicklung ist eigentlich immer weiter gegangen, weil ohne dass das jetzt gleich in ein Produkt überführt wird, im Hintergrund die Brennstoffzellentechnologie natürlich weiter bearbeitet worden ist. Aber man darf immer nicht eins vergessen.
auch ein Brennstoffzellenbus muss getankt werden. Und zu dem damaligen Zeitpunkt wäre es sicherlich schick gewesen, ein Fahrzeug in der Stadt, in der Herr Scholz Bürgermeister war, fahren zu lassen. In anderen Städten, wie beispielsweise Bozen, wo es die Versorgung gab, fuhren welche. Es geht eben genau darum, was funktioniert in welcher Stadt. Und dieses One Size Fits All ist halt nicht mehr möglich. Nun sind wir hier in Mannheim in der Auslieferungshalle und wir machen hier die Batterietage. So, es kommen Menschen aus der Politik, es kommen Menschen aus Kommunen, es kommen Vertreter von Kunden, wenn man so will. Was bringt ihr diesen Menschen mit hier? Was werden wir erzählen? Wir werden erzählen, wie die Reise weitergeht. Wir werden erzählen, dass wir die nächste Generation der Batterie Ende des Jahres rausbringen. Wir werden erzählen, dass wir im nächsten Jahr mit dem Range Extender, wie gerade erwähnt, rausgehen. Wir werden auch sagen, dass wir in Lateinamerika, was häufig vielleicht ein bisschen unter dem Radar läuft, aber auch dort gibt es die Entwicklung Richtung E-Mobilität. Auch dort werden wir ein Chassis Ende des Jahres in den Markt einführen. Und dann werden wir natürlich auch darüber sprechen, was wir dann vorhaben in den anderen Segmenten. Wir sind jetzt momentan berechtigterweise sehr stark auf den Stadtbus konzentriert. Aber auch das Überlandsegment wird in den nächsten Jahren diesen immer ansteigenden Bedarf an elektrischen Fahrzeugen, elektrisch batteriebetriebenen Fahrzeugen haben. Wir haben vor, in 2025 dort mit dem Fahrzeug eben tatsächlich auch dann in den Markt zu kommen. Wir glauben, dass dann die Nachfrage sich genauso entwickelt hat, dass da auch die wirklichen ersten Bedarfe abgerufen werden können oder wollen. Und wenn man es ganz weit treibt, und auch das werden wir sagen, dann haben wir ja das Glück, dass wir in der Daimler Truck AG eine duale Vorgehensweise haben bei Batterie und bei Brennstoffzelle, weil es eben unterschiedlich in den Anwendungen auch notwendig ist, diese Technologien einzusetzen. Davon profitieren wir. Und wenn du an einen Reisebus denkst, der dann Ende der Dekade auch dann in der Umstellung sicherlich zumindest anteilig steht, dann wird das eben auch von uns dort gesagt werden. Nun habt ihr neulich einen wunderbaren Luxusreisebus in den USA vorgestellt. Da muss ich dich korrigieren. Na? Wir haben 2 Busse vorgestellt. Okay. Der eine ist vielleicht Luxus und der andere ist eher, wir nennen das Business. Okay. Aber dieses Luxusteil, da habe ich gedacht, das ist ganz schön mutig. Wo ich immer gedacht habe, USA, Greyhound, Überlandbusse und ihr stellt so ein Business und ein Luxusbus vor. Premium. Premium. Um in der Sprache zu bleiben. Okay, Premium. Ich verstehe es. So. Ist das nicht ein Risiko auf dem amerikanischen Markt, sowas auszuprobieren? Ist kein Risiko. Es ist eher, wir haben endlich zugehört. Wir haben immer versucht, ein europäisches Produktkonzept in den USA irgendwie zu pushen, aber das hat nie wirklich funktioniert. Ich verstehe deinen Kommentar mit Greyhound. Es sind aber unterschiedliche Segmente. Worüber wir hier sprechen, ist das sogenannte Private Coach Segment. Und in dem Segment, in dem wir früher Reisebus verkauft haben, damals war es so ein bisschen aus der Historie, ein Cetra aus europäischer Produktion. Da wurde damals schon der Mercedes-Stern aus dem Aftermarket rangeklebt. Die Kunden wollten immer einen Mercedes. Alleine die Marke war es aber nicht, sondern mit der Marke einhergehend mussten wir Stainless-Steel-Fahrzeuge in den Markt bringen. Das ist amerikanischer Standard. Aufgrund der ganzen Salze im Winter zerfrisst das sonst die Fahrzeuge. Also das mussten wir umstellen. Das Fahrzeug hat andere Ausmaße, damit auch andere Sitzkonfigurationen, andere Klimaanlagen, andere Bedürfnisse, wenn es darum geht, die Lifte einzusetzen. All das haben wir getan. Und was echt ganz charmant ist, und auch da gilt wieder Bodenhaftung, die ersten Resonanzen sind wirklich positiv. Wir sind erst am Beginn, aber unser Ziel ist es, dass wir dann auch unsere 15–20% Marktanteil in den USA erreichen werden. Und ich glaube, die Fahrzeuge sind echt schick und die Zuverlässigkeit, die damit einhergehen muss, die wollen wir auch sicherstellen. Gut, ist ein ziemliches Ziel, 15–20% Marktanteil. In Europa ist es ja so, dass im Fernreisebusgeschäft viele Familienunternehmen sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du da das Gefühl, die haben diese Krise der letzten 2 Jahre gut überstanden und kommen jetzt wieder mit Orders und sind auch sehr an, sage ich mal, CO2-freundlichen Fahrzeugen interessiert? Also zunächst mal muss ich echt sagen, ich bin wirklich beeindruckt, was die mehrheitlich mittelständischen Unternehmer über diese Krisenzeit hinweg geleistet haben. Vorhin habe ich kurz angedeutet, Kunden sagen einem, es geht so langsam wieder los. Und das ist mal der erste Schritt. Insofern
bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren, das wird nicht in einem Jahr funktionieren, auch wieder einen steigenden Markt sehen. Die ersten Anfragen kommen tatsächlich auch wieder. Also die Bestände sind deutlich nach unten gegangen bei uns, die wir natürlich eine Weile auf dem Hof hatten. Und das hilft jetzt tatsächlich auch wieder ein bisschen in die Produktion wieder einzusteigen. Wir hatten eine ganze Weile das Werk geschlossen. Also insofern, da bewegt sich wirklich was in die richtige Richtung. Wenn du auf die Reisebusseite anspielst und auf die neuen Technologien, dann sind wir tatsächlich noch am Ende der Dekade. Und das, was wir jetzt schon im Stadtbus erleben und sehen, kann man schon ein bisschen als First Mover interpretieren. Wie sieht es denn mit den Preisen aus? Im Moment haben wir ja sowas wie eine Inflation und die Preise gehen hoch und die Rohstoffpreise gehen hoch. Könnt ihr einigermaßen preisstabil sein oder? Das ist ein echtes Spannungsfeld. Das ist ein echtes Spannungsfeld für uns. Vor allem, wenn man sieht, in welcher Geschwindigkeit sich die Rohmaterialpreise eben auch erhöhen. Und wenn du siehst, dass der Markt eigentlich noch nicht wirklich zurück ist und vielleicht anders als in anderen Segmenten die Nachfrage erst noch wirklich wieder steigen muss. Das ist schon ein sehr, sehr schmaler Grat in den Einzeldiskussionen, die wir dazu führen haben, wie wir tatsächlich auch dann Preise umsetzen oder erhöhen, um dem entgegenzuwirken. Aber es ist immer eine individuelle Diskussion und natürlich haben wir das auf dem Kopf, damit die Kosten-Preisschere sich nicht zu groß auseinander bewegen. Wenn wir unser kuscheliges kleines Gespräch mal zusammenfassen, würde ich so sagen, du bist einigermaßen optimistisch? Qua Natur auch, ja. Ja, gut. Ja. Das sind wir alle. Und andererseits sagst du, wir haben neue Produkte, aber auch neue Technologien und sind für die Zukunft, auch was CO2-Neutralität angeht, ziemlich gut gerüstet. Ist das so richtig? Also ich bin ganz klar da. Wir haben, wenn wir das mal auf eine strategische Ebene führen, wir haben zwei große Säulen. Und die eine Säule heißt, dass wir ganz klar in dem ganzen Aspekt der Transformation den Anspruch haben zu führen und gleichzeitig bodenbehaftet bleiben, weil wir sehr wohl wissen, wir müssen Geld verdienen, um das zu bezahlen. Deswegen wir suchen natürlich auch nach all den Möglichkeiten, unseren Profit bestmöglich zu generieren. Ich bin, ob des Geschäftsmodells, ob aber auch des Segmentes, weil wir ein echtes, nachhaltiges Produkt sind. Ein Bus hat den geringsten Pro-Kopf-Verbrauch heute wie morgen. Wir sind nachhaltig. Also wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, ist unser Produkt mittendrin. Wir sind Teil eines City Flows. Eine Stadt funktioniert nicht ohne Busse. Ich war letzte Woche auf einer Panel-Diskussion und plötzlich sagte ein Vertreter dort, es ist das Jahrzehnt des Busses. Und das fand ich eigentlich ganz motivierend und darauf baue ich jetzt einfach auf. Gut, ein echter Mover. Till, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, war mir ein Vergnügen und das war unser Be a Mover Talk. Er hat euch Spaß gemacht, es hat einigermaßen funktioniert. Es gab auch ein paar neue und Einsichten in dieses ganze Thema. Wir setzen diese muntere Reihe fort. Ich freue mich dann auf das nächste Mal. Aber jetzt erstmal schönen Dank. Gerne. Und eine schöne Veranstaltung hier in Mannheim. Mach's gut. Schönen Dank.